that we use very pure quality mercury. Also das muss 99,9999% rein sein. It has to be pure, percentage-wise, 99.9999% pure. Also auf eine sehr hohe Dezimalstelle hinausgehen. In other words, a very high decimal place. Wenn Sie das nicht beachten If you do not consider that part und unreineres Quecksilber verwenden, and use contaminated mercury, dann kriegen Sie toxische Störungen. then you will receive toxic disturbances. Und über diese toxischen Störungen wollen und brauchen wir nicht zu sprechen, denn das ist in Deutschland zumindest nicht erlaubt. However, we will not talk today about those toxic problems because in Germany this is not allowed today. Und die restlichen 50% Gewichtsteile, And the remaining 50% by weight parts bestehen nun aus anderen Metallen. consist of other metals. Hier habe ich Ihnen mal eine Zusammenstellung gegeben, And here on this transparency you see the components, welche weiteren Komponenten in Frage kommen bei Silberamalgam. where the other components are also considered in the silver amalgam. Ich kann das natürlich nur von deutschen Verhältnissen her sagen. However, this is all from the perspective of German concepts. Der niedrigste Silbergehalt in Deutschland muss wenigstens 50% betragen. The lowest silver content of the amalgam in Germany has to contain at least 50% silver. Ja, das sind aber Prozent in Gewichtsteilen. Those are percent in weight enumeration. Der normale Anteil an Silber vom Silberamalgam in Deutschland ist 70%. The normal content of silver in the German alloy is 70% by weight. Wenn Sie nun nur ein Amalgam machen aus Quecksilber und aus Silber, If you mix an amalgam out of mercury and silver alone, also ein reines that is Silberamalgam, a clean silver amalgam, dann können Sie das in der Zahnheilkunde nicht verwenden, then you cannot utilize that in dentistry denn es lässt sich nicht plastisch gut verarbeiten because it does not present proper working qualities. und es ist krümelig. It remains crumbly and it does not have a plastic consistency. Damit wir es in der Zahnheilkunde für Füllungen verwenden können, In order to use it in dentistry as a filling material, damit also die physikalischen Eigenschaften verbessert werden für unseren Zweck, that is to improve the physical properties for our purpose, müssen wir Zink, Kupfer und Zink dazu legieren. it is necessary for us to add, in addition, the zinc, copper, and also tin. Trotzdem dürfen wir von Silberamalgam sprechen, weil ja der Anteil der Teilung wenigstens 50%. However, we still talk then in terms of a silver amalgam because the biggest percentage of that is still silver. Es gibt dann noch ein anderes Amalgam, das in der Zahnheilkunde verwendet wird. There is still another kind of amalgam that is used in dentistry, Das ist Kupferamalgam. and that is copper amalgam. Aber dieses Kupferamalgam However, this copper amalgam, verwenden wir in Deutschland nicht mehr. we do not utilize that in Germany anymore Denn das ist ziemlich hochtoxisch. because it is very highly toxic. Manche Zahnärzte verwenden es aber dennoch immer wieder, besonders bei Kindern, Some dentists still utilize that, especially on children, weil das Kupferamalgam Sekundärkaries weitgehend verhindert. because the use of copper amalgam inhibits the formation of secondary caries. Das hat für Kinder natürlich einen großen Vorteil, weil man die Füllungen nicht so oft erneuern muss. Of course, this seems to have great advantage for children because the necessity for frequent replacement of restorations is consequently reduced. Aber dieser Vorteil wird durch die großen Nachteile nicht kompensiert. However, the compensation for this advantage is certainly counterbalanced considerably by its toxicity. Außerdem müssen Sie bedenken, dass Kupferamalgam in kleinen Tabletten geliefert wird. Also, you have to keep in mind that copper amalgam is delivered in small tablet forms. Diese Tabletten muss man erhitzen Those tablets have to be heated, und dann im Mörser zerreiben. and then you use the pestle and mortar to atomize it Damit ein plastisches Material entsteht. in order to create a plastic type of material.
Und dabei wird sehr viel Quecksilber durch die Hitze frei. And consequently, an enormous amount of mercury is released during this heating process. Die Quecksilberdämpfe kommen in die Raumluft ihrer Praxis. And these fumes of the heated mercury then enter the atmosphere of your treatment room. Und belasten damit ihre eigene Gesundheit. And also then, of course, put a great burden on your own and your assistant's health. So wollen wir also vom Kupferamalgam in Zukunft gar nicht weiter sprechen. And so I hope that we don't need to consider ourselves with copper amalgam in any future discussions. Wir bleiben also jetzt rein beim Silberamalgam. And so I will limit then my comments, my remarks to silver amalgam. Mit diesem müssen wir uns aber befassen. With this, we do have to, however, concern ourselves. Weil es weltweit eines der wichtigsten Füllungsmaterialien heute noch ist. Because as of today, it is still one of the most common and most important used restorative material around the world. Allein bei uns in Westdeutschland, alone in Germany, mit etwas über 60 Millionen Einwohnern, about 60 million population, werden jährlich ungefähr 60 Millionen Amalgamfüllungen gelegt. every year approximately 60 million amalgam fillings are inserted into Praktisch eine Amalgamfüllung für jeden Einwohner. into the oral cavity, which amounts to about one restoration for every member of for every German. Und das bedeutet zusätzlich, And of course this has an additional meaning dass wir für diese Amalgamfüllungen that we utilize for these amalgam fillings. alleine etwa 20 Tonnen About 20 Quecksilber brauchen. 20 tons of pure mercury are consumed. Sie sehen also auch rein von der toxischen Seite her, So you see, just considering the toxic side of it, müssen wir uns als Zahnärzte mit dem Amalgam befassen. we as dentists should consider this problem of mercury toxicity. Nun, im Fernsehen wurde schon vorhin gefragt, was man denn am besten dagegen tun könnte. As the news people from television have asked us before, what can we do to help with this problem? Damit wir allen Amalgamproblemen, die noch zu besprechen sind, entgehen können. So that we can somehow address or avoid the amalgam problems at hand. Hierzu muss ich ganz einfach feststellen, But here I want to say this, dass ein gesundes Gebiss keine Füllungen braucht, that a healthy dentition does not require any type of filling, weil ein gesundes Gebiss ja keine Karies hat. because a healthy dentition does not have any carious lesions, Und weil ein gesundes Gebiss ja auch keine Parodontose hat. and also a healthy dentition does not display any periodontal problems. So würden wir also auch keine Füllungen brauchen. And so consequently, the need for any restoration is also reduced. Also wenn Sie fragen, wie können wir den Amalgamproblemen am leichtesten entgehen, So if you ask what is the way with which, the easiest way with which we can deal with this amalgam problem, dann sage ich Ihnen ganz einfach, then I will tell you quite simply, dann müssen Sie für eine gesunde Ernährung sorgen, then you should be concerned about a healthy nutrition, dann müssen Sie für eine gute Zahnpflege sorgen you need to be concerned about proper oral hygiene, und dann müssen Sie für regelmäßige zahnärztliche Kontrollen sorgen. and also be concerned about regular and proper dental checkups. Das ist also die beste Prophylaxe, die Sie überhaupt haben können. And this is the best prophylactic approach that I can urge and share with you at this time. Nun leider verstehen unsere Patienten nicht, welchen Problemen sie entgegengehen. However, our patients are somewhat ignorant of the fact which problems seem to face them. Wenn sie sich nicht gesund ernähren, If they fail to utilize proper nutrition, wenn sie keine anständige Zahnpflege betreiben and in addition, don't practice proper oral hygiene, und wenn sie aus Angst nicht regelmäßig zum Zahnarzt gehen, and if fear prevents them from utilizing proper and regular dental care, dann eben entsteht Karies und dann entstehen eben auch die Füllungsprobleme. and consequently the result is the presence of decayed teeth, periodontosis,
Ich würde Ihnen überhaupt raten, Ihre Patienten sorgfältig aufzuklären. And so consequently, I would like to urge you to educate your patients adequately in this area. Ich meine, dass das gerade in den Vereinigten Staaten sehr wichtig ist. And I mean that this is very, very important, especially here in the United States. Denn was ich hier an Ernährung sehe und selber genießen darf, Because what I have observed here are the food that is used and what I have also been subjected to use. und was ich hier an Umweltproblemen kennengelernt And habe, what I have learned about the environmental problems here, ist aus meiner Sicht it is my opinion so viele Vorteile und so viel Freuden und so viel Schönes, die ich hier in den Staaten erlebt habe. in spite of all the beautiful things that I saw and all the great times that I've had here, Und so viel Gastfreundschaft, die ich hier in Amerika genossen habe, wie kaum anderswo in der Welt. and also the great hospitality that I have experienced here that is second to none in the whole world. Aber ich muss Ihnen trotzdem sagen, die Lebensgestaltung, die Sie hier führen, ist unmöglich. However, I have to share with you this, that the lifestyles which you lead here are nearly impossible. Das gilt. Das gilt. Ja, ich muss das ganz deutlich sagen. I'm sorry, but I have to be rather blunt on this point. Sie können diesen Lebensstil, wie Sie ihn hier führen und wie ich ihn jetzt sehe, You can't continue with the lifestyles that I have observed here, und ich wäre froh, ich würde mich irren. and I hope I'm really mistaken in this. Na, wenn Sie diesen Lebensstil für kurze Zeit führen, dann werden Sie keine großen Probleme haben, da bin ich sicher. If you lead this kind of lifestyle only for a brief period of time, then I'm sure you will have no problems whatsoever. Aber wenn Sie das lebenslang so weitermachen, However, if you continue this type of style a whole life long, dann müsste man eigentlich in Amerika Arzt werden. then I really, the best thing that one can do is to be a physician here in the United States, Dann geht Ihnen nämlich die Arbeit nicht aus. because you will never be unemployed. Ja, das sollte man schon mal sagen. So I have to say that. So, jetzt gehen wir wieder zum Thema zurück und And now let's return again to our main theme. Ich möchte mich eigentlich, weil ich das so drastisch und deutlich gesagt habe, doch lieber entschuldigen. So I hope you excuse me that I was so blunt and drastic on this point, Denn auch wir in Deutschland sind noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte. because we in Germany are not innocent in these regards either. Aber allgemein werden die Probleme mehr aufgegriffen als hier. However, in general, the problems are perhaps a little bit realized and dealt with a little bit more there than here. So, nun zurück zum Amalgam. And now let's return again to amalgam. Wir haben ja gesehen, welche unedlen Bestandteile das Amalgam enthält. And so we now have addressed ourselves and have noticed all the non-precious metals that the amalgam contains. Und wir haben festgestellt, dass Silberamalgam zu 50 Gewichtsteilen aus reinem Quecksilber besteht. And we have seen that silver amalgam contains about 50% of pure mercury. Nun wissen Sie ja, dass Quecksilber aus der Schule schon, wissen Sie, dass Quecksilber an und für sich ein Gift ist. And of course, from your days in school, you should already be aware that mercury basically is a toxin. Wenn Sie ein Thermometer herunterschmeißen, daheim, in Ihrer Wohnung, Should a thermometer happen, a mercury thermometer happen to break at your own home, in your own home, dann weiß jede Hausfrau, dass damit große Probleme entstehen. then everybody at home will know that there is certainly a big problem now. Denn Quecksilber ist ja das einzige Metall, Because mercury is the only metal das unter atmosphärischen Bedingungen flüssig ist. which is liquid under normal atmospheric conditions. Und so kann es eingeatmet werden, wenn das Quecksilber frei herumsteht. It is in a liquid state and vaporizes under normal atmospheric conditions, and consequently it can be inhaled, readily inhaled. Und weil ja nun auch die Laien wissen, dass Quecksilber ein Gift ist, And now, if the laymen are aware that mercury is a toxin, hat natürlich bei uns in Deutschland die Laienpresse dieses Giftproblem aufgegriffen. and so in Germany, the lay press, of course, has drawn attention now to this problem of mercury toxicity. Und Sie können immer mehr Artikel über
die Toxizität des Quecksilbers im Silberamalgam bewiesen. And there is constantly more and more articles that appear on this problem of mercury and its toxicity. Hier zum Beispiel aus einer bekannten Illustrierten in Deutschland. Here is an example from a very well-known journal in Germany. Da wird in einem Artikel ganz groß herausgestellt, Gift im Zahn. In this article here in the bold print you can see where it says poison in the tooth. Und zwar Gift in Form von Quecksilber. That is poison in the form of mercury. Ja, eben durch Amalgam. And that is through amalgam. Was in den Mund hineingebracht wird durch den Zahnarzt. Which is being placed in the mouth by them. Die Laienpresse beschäftigt sich also in erster Linie mit dem Quecksilber im Amalgam. Of course, the lay press is concerned in the first line with the mercury present in the amalgams. Und sagt, dass das Amalgam ist giftig, weil es so viel Quecksilber enthält und weil Quecksilber eben giftig ist. And of course, they say that the problem is due to the high content of mercury in the fillings and that the mercury is poisonous. Nun, nicht bloß die Laienpresse beschäftigt sich mit dem Amalgam im Mund. But not only the lay press is concerned with those problems created by mercury in the mouth, sondern auch Mediziner und auch Zahnmediziner. But also medical people and also dentists are concerned. Zum Beispiel ein Vertreter dieser Richtung ist Professor Till aus Wien. For example, one of those representatives is Professor Dr. Thomas Thiel out of Vienna. Diese Herren befassen sich aber in erster Linie mit der Abrasion. These gentlemen are mainly first concerned with the abrasion of the amalgam fillings in the mouth. Also mit einem mechanischen That is a mechanical problem. Sie betonen immer wieder, dass durch den Kauakt Amalgam abradiert wird. They reiterate constantly that because of the chewing process, amalgam is constantly being abraded. Aber auch, dass durch das Knirschen, insbesondere bei Nacht, die Amalgamfüllungen langsam aber sicher abgetragen. And also through the bruxing process done at night, the amalgam fillings are slowly but constantly abraded. Und dass dadurch die Komponenten des Silberamalgams in den Körper gelangen. And as a consequence, the component of the silver amalgam are entering the human body. Einen zweiten Faktor stellen Sie heraus. A second fact they bring out. Sie sagen nämlich, dass alle diese Komponenten, die im Silberamalgam enthalten sind, unedel sind. They also say that all the remaining component of a silver amalgam contain non-precious alloys. Und sie sagen, aus der Physik und aus der Metallurgie her ist bekannt, And they also say that from physics and also metallurgy it is known dass unedle Legierungen und unedle Metalle überhaupt korrodieren. that non-precious metals and alloys especially are subject to great corrosions Wenn sie an die Luft gelangen. if they are subjected to the atmosphere. Diese Faktoren betrachtet die Laienpresse natürlich nicht. Of course, the lay press did not consider these factors. Die Schulmediziner, die sich mit dem Amalgamproblem befassen, And school medicine that concerns with the problem of amalgams sind aber auch noch gegen das Silberamalgam eingestellt. are still against the amalgams. Weil sie sagen, dass durch Entfernung von Silberamalgam es ihnen gelungen ist, etliche Patienten zu heilen. That by removing amalgam fillings from the oral cavities, it was possible for them to improve the health of some patients. Und man hat viele Symptome zusammengestellt. And so one has combined many symptoms. Also viele klinische Symptome. That is, many clinical symptoms, I have to say, die man durch Amalgamentfernung beseitigen konnte. that can be eliminated through the elimination of amalgam restoration. Das hier ist leider eine Aufstellung in Deutsch.
Aber wir I'm wollen, sorry, this is something that is listed in German. aber wir wollen Sie auch ja gar nicht hier so weit explizieren However, we don't want to go into a real detailed explanation of this. oder wenn Sie daran interessiert sind, vielleicht Kopien übersetzen und machen. However, if you have some interest in that, this should be translated and perhaps copies can be made available to you. Ich darf hier nur kurz darauf hinweisen, dass man durch Amalgamentfernung allgemeine Symptome beseitigen kann. However, I can tell you that by removal of the amalgam fillings, the symptoms can be also eliminated. Wie zum Beispiel schnelle Ermüdung For example, such as fast fatigue oder Appetitlosigkeit. or a lack of appetite. Das können Sie immer wieder bei Patienten beobachten, wenn Sie Amalgamfüllungen gründlich entfernen. One can constantly observe this type of a phenomenon when you remove amalgam fillings from patients. Ganz wichtig sind die Nervensymptome, die man durch Amalgamentfernung beseitigen And kann. especially important are the nerve symptoms that seem to be affected when amalgam is removed. Besonders möchte ich darauf hinweisen, dass Konzentrationsschwäche Especially I want to point out the problem of weakness in concentration durch Amalgam hervorgerufen werden kann. is caused quite frequently by amalgam. Aber ich muss betonen, nicht alleine immer durch Amalgam, However, keep in mind that I don't mean that is the only way. sondern da können auch andere Faktoren dahinter Other stehen. factors can contribute to that same problem. Aber auch Gedächtniswunde und hochgradige Nervosität können beseitigt werden, wenn man Glück hat, durch Amalgamentfernung. And also, as far as nervousness and irritability can be altered by the removal of amalgams. Für uns Zahnärzte ist es wichtig zu wissen, dass man aber auch lokale Symptome im Mund beseitigen kann. And of course, for us dentists, we should know that it is even possible to remove local problems in the oral cavity as well. Ich darf nur darauf hinweisen, dass zum Beispiel Zungenbrennen sehr oft beseitigt werden kann, wenn man die Amalgamfüllung beseitigt. As an example, such symptoms as burning of the tongue can be eliminated by eliminating the mercury. Und Sie selber werden es sicherlich auch schon beobachtet haben, dass man Metallgeschmack im Mund beseitigen kann, wenn man das Amalgam entfernt. And the other thing is that one can remove a metallic taste in the mouth by removing the amalgam. Wir haben einen Augenarzt in Deutschland, in Wiesbaden, An ophthalmologist in Wiesbaden, in Germany, der sich intensiv mit dem Amalgamproblem befasst hat. who has been intensively in the research of amalgam. Und er hat eine große Liste zusammengestellt von Symptomen an Augen, He also compiled a rather extensive list of symptoms present in the eyes, die er hat entfernen können, which could be removed, indem ein Zahnarzt, der mit ihm zusammenarbeitet, das Amalgam herausgeschmissen hat. in that the amalgams were removed from patients with the cooperation of a dentist as his partner in this research. Also Sie sehen, das Amalgamproblem ist nicht bloß ein Problem der Zahnheilkunde, sondern der Allgemeinmedizin. So, as you can well see and appreciate, the problem of amalgam fillings is not only a problem of dentistry, but rather it is really a problem of general physical well-being. Nun, warum müssen wir uns hier in diesem Kurs mit Amalgam überhaupt beschäftigen? So why should we concern ourselves in this course with amalgam? Eigentlich wäre das ja eine Sache der Schulmedizin. That should certainly be something that the school medicine ought to be concerned. Denn wir alle haben in der Schulmedizin das Legen von Amalgamfüllungen gelernt. Because this is where we learn to utilize the amalgam fillings in the first place. Und unsere jungen Kollegen lernen es noch heute And of in course, der Universität. our young colleagues are still learning that same process at the universities still today. Und warum entstehen also Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beobachtungen von Zahnärzten und Ärzten, die biologisch orientiert sind? And why is it that there are differences of opinion that result in contemplations between biologically oriented physicians and dentists and diese Probleme sind mehrfacher Natur. and the members of the school medicine, those problems are of multiple nature. Ein Problem darf ich ruhig mal erwähnen. And one problem I can safely mention here, Das sind die Kosten. and that is the cost.
Amalgam ist eben billig. Amalgam is considerably cheaper. Es ist leicht zu It verarbeiten. is very easily manipulated. Und es ist relativ beständig. And of course, it is also readily available and seems to be of good duration. Ja, das muss natürlich die Lehrmedizin berücksichtigen. And of course, these are all factors that the school medicine dentistry has to keep in mind. Denn die Zahnärzte werden ja ausgebildet für die Gesamtbevölkerung. Because dentists are being trained for the total population. Und bei uns in Deutschland sind 95% der Bevölkerung sozialversichert. And as the case is in Germany, 95% of the people there are insured by the social insurance provided by the state. Ein zweiter Faktor ist zu A berücksichtigen. second factor should be considered, Und der besteht darin, dass die Schulmedizin auch Untersuchungen gemacht hat. and that is that school medicine has actually also performed research. Aber die Schulmedizin hat ganz andere Untersuchungen durchgeführt als wir. However, they have done different type of research than we have. Sie haben sich nämlich erstens nur mit dem Quecksilber befasst. At first, they were concerned mainly with mercury. Sie haben deswegen die anderen Komponenten vom Silberamalgam ignoriert. And consequently, they totally ignored the other components of the amalgam filling. Und sie haben das Zweite gemacht, sie haben nur die Schädigungsmöglichkeiten beachtet. And secondly, they only observed the damages done by mercury Die durch Abrasion und Korrosion entstehen. that could result from abrasion and corrosion. Und dabei müssen Sie beachten, dass alles das, was aus dem Amalgam durch Abrasion und Korrosion frei wird, And so you have to consider that everything that is released through abrasion and corrosion of dental amalgams durch den Magen-Darm-Trakt in den Organismus kommt. goes via the route of the digestive tract and stomach can enter the human body. Und sie haben sehr wohl untersucht, wie viel das ungefähr sein könnte. And they have examined about how much this could amount to. Und sie haben festgestellt, dass das nicht sehr viel ist. And they have determined that that isn't really all that much. Also mengenmäßig gesehen. That is volume-wise. Und nun haben sie den zweiten Schritt gemacht, And so they took then the second step, typisch Schulmedizin, very typical school medicine, typisch Naturwissenschaften. very typical research route. Sie haben nämlich jetzt verglichen, was durch andere Komponenten an Quecksilber in den Körper hineinkommt. They have now compared what through other components, what other components can transport mercury into the human organism. Und das kommt natürlich im Wesentlichen durch die Nahrung in den Körper hinein. And they realized quickly that there is another route which included nutrition, Ebenfalls durch den Magen-Darm-Trakt. which also utilizes the same route, that is the digestive tract. Und da gibt es Untersuchungen zum Beispiel von Professor Krönke in Erlangen. And so here we have examinations or scientific research data by Professor Krönke in Erlangen, Und der stellt fest, und der hat festgestellt, and he observed dass die Quecksilberbelastung über die Nahrung genau nicht viel größer ist als die Quecksilberbelastung durch Amalgamfüllung. and he determines that the stress on the human organism through mercury present in food is no greater than the stress that is placed on the human organism through the abrasive process of mercury from the filling in the oral cavity. Und diese Untersuchungen haben sie gemacht zuerst immer nur am Urin. These examinations were done by utilizing mainly the urine. Sie haben den Quecksilbergehalt vom Urin untersucht. They have used urine to examine for the presence of mercury. Einmal bei Zahnärzten und Helferinnen, At first, utilizing dentists and their staff. einmal bei Patienten ohne Amalgamfüllung The next by patients without amalgam fillings. und einmal bei Patienten mit Amalgamfüllung. The next group on patients with amalgam fillings. Und da fanden sie keine großen Unterschiede. And they didn't find great differences in that. Und das Ergebnis daraus war, And the results of that were Amalgam ist nicht schädlich. amalgam is certainly not toxic. Nun haben
man aus meiner Sicht Now, as far as my view is concerned, dabei vergessen, they have forgotten dass ja die nur das Quecksilber untersucht haben, was über den Urin ausgeschieden wird aus dem Körper. they have attempted to examine the presence of mercury, that which is only excreted via the route of the kidneys. Was aber aus dem Körper ausgeschieden wird an Giften, das kann ja nicht mehr schädlich sein. However, keep in mind that the part that is being excreted by the body in form of toxic substances can no longer cause toxic effect on the human organism. Und ich habe einen Vorschlag schon vor Jahren gemacht. And I have given the proposals already years ago. Man solle doch nicht das Quecksilber im Urin untersuchen, One shouldn't examine the mercury that is present in the urine only. sondern zumindest auch im Blut. However, should also utilize the mercury presence in possible mercury presence in blood. Da hat man aber im Blut auch keine größeren Abweichungen zwischen den drei Gruppen von Patienten gefunden. However, one didn't find great variations in the presence of mercury in the blood in all those groups that were examined. Dann habe ich den Vorschlag gemacht, aber auf jeden Fall müssten Sie doch die Gewebe untersuchen, denn schädlich ist doch für den Körper das Quecksilber nur, wenn es im Körper abgelagert wird. And I gave him again an additional suggestion and told him that perhaps we ought to examine the tissues of the body to see whether mercury is perhaps being stored in the tissues. 2 Jahre zuvor war eine Convention in Köln. 2 years previously there was a congress in the city of Cologne. Mit 24 Professoren fast von allen deutschen Hochschulen. Representing were 24 professors from practically all the schools of higher learning in Germany. Und da habe ich diesen Vorschlag wiederholt. And I again repeated my suggestions at that time. Und da hat mir der Professor Marxkopf aus Münster gesagt, dann machen Sie diese Untersuchung doch selber. And one of the professors, Dr. Marcus from Münster, made the suggestion, now, if that bothers you, why don't you examine that yourself? Den habe ich aber gesagt, na, ich als Praktiker kann das nicht, das ist Aufgabe der Universität. And I answered him, well, as a general practitioner, it is impossible for me, perhaps that is the task of the university. Und nicht von einem einfachen Praktiker, der keine Labors und nichts hat. And it shouldn't be left to a general practitioner who does not have availability to an adequate laboratory. Nun, mein Hinweis hat doch einen gewissen Erfolg gehabt. However, my suggestion did have some had some results. Professor Krönke, der ja nicht weit von meiner Praxis entfernt, And Professor Cranky, who lives not very far from me, sagte mir mal intern, he told me once in the city of Tern, wir haben diese Untersuchung jetzt doch durchgeführt. he says, you see, we did follow your advice and have done those examinations. Und wir haben den Quecksilbergehalt von Pulpen, also in der Zahnpulpa, untersucht. They have examined the mercury content of dental pulps, Von Zähnen mit und ohne Amalgamfüllung. of teeth with and without amalgam fillings. Und dann haben sie tatsächlich festgestellt, dass Pulpen aus Zähnen mit Amalgamfüllung tatsächlich viel mehr Quecksilber enthalten. And here they made the astonishing discovery that, sure enough, dental pulps that contained amalgam fillings contained considerably higher levels of mercury than pulps without any fillings. Also theoretisch, meine theoretischen Überlegungen sind schon bestätigt worden. And so my theoretical thinking has definitely been substantiated in some scientific research. Nun noch ein weiterer Hinweis. And now another hint. Professor Krönke hat auch festgestellt, dass nicht nur in der Pulpa vermehrt Quecksilber festzustellen ist, Professor Cranky has also determined that not only is there mercury found in the dental pulp, sondern auch mehr Quecksilber im umgebenden Kieferknochen. however, he also discovered more and additional mercury in the surrounding tissues of the tooth, such as in the bone. Nun, jetzt überlegt man dann, wie kommt denn das Quecksilber in die Pulpa hinein? And now please consider, how in the world can the mercury enter into the dental pulp? Und wie kommt es in den Alveolarknochen? And also, how would it get all the way
into the alveolar bone structure. Das gilt besonders dann, wenn Amalgamfüllungen mit und ohne Unterfüllung gelegt werden. And this especially applies to both when amalgams are placed with or without any type of base. Und da muss man einen ganz anderen Weg gehen zur Betrachtung. And so here one has to consider a totally different route in making observations. Man muss nämlich daran denken, You see, one has to consider dass die Amalgamfüllungen ja nicht alleine im Mund vorhanden sind. that amalgam fillings are not the only thing that is present in the oral cavity, Sondern dass eine ganze Menge anderer Metalle ja auch im Mund vorhanden that the sind. possibility of a number of different metals, with the presence of different metals, can exist in the oral cavity. Schauen Sie, Amalgam haben wir schon besprochen. You see, amalgam we have already discussed, Es kommt aber ja Goldarbeiten auch dazu. and one has to consider also gold substances as well. Und bei uns in Deutschland kommen jetzt die Spargoldlegierungen dazu. And of course in Germany we're now using the Spargold or the partial gold alloys as well. Weil die Versicherungen für das normale Gold nicht mehr genügend Geld haben. Because the insurances don't have enough funds to pay for the ordinary gold restorations. Als wir nämlich die soziale Regierung in Deutschland hatten unter Willy Brandt, Because in Germany, the government under the leading Willy Brandt und Kanzler Schmidt, and also Chancellor Schmidt, da wollten sie die Sozialversicherung möglichst weit ausdehnen. they wanted to expand the social security, social services in Germany. Und wir haben gesagt, das Beste ist für unsere Patienten gerade noch gut genug. And they said that the best is for our patients just good enough. Und wissen Sie, was dabei entstanden ist? And you know what the result was of that? Dass wir 1984 In 1984, ja, ich glaube es war 1984, dass wir in Deutschland als Zahnärzte mit 30.000 Zahnärzten that we in Germany with 30,000 dentists für 60 Millionen Einwohner for 60 million inhabitants alleine 27 Tonnen Gold für zahnärztliche Zwecke verarbeitet haben. have then used 27 tons of gold. Auf Gold. Have utilized 27,000 tons of gold in the teeth of German people. Und wissen Sie, wie viel Gold das ist? And do you realize how much gold it is? Das ist ein Drittel des gesamten zahnärztlichen Goldverbrauchs in der Welt. That is 1/3 of the total consumption by dental industry in the whole world. Für uns Zahnärzte war das keine schlechte Sache. And so for us dentists, that wasn't a bad deal. Und, wir konnten die Arbeiten gar nicht so viel machen. Wir hatten nicht so viel Kapazität, um das alles zu machen, was gewünscht wurde. We didn't even have the capacity to meet the demand for all those gold restorations. Aber jetzt war das Geld alle. However, the funds did run out. Die Regierung ist weg. And also the change of government resulted. Und die neue Regierung weiß nicht, wie sie das Geld herbringen soll. And the new government has no idea how to provide additional funds. Und jetzt müssen wir statt Gold, Spargold und unedle Metalle verwenden. And so they came up with the idea that instead of using gold, we will now use gold that has low gold content or no gold at all. Nur diese Metalle werden noch bezahlt. And that's the only thing, the only type of alloys that are being paid now by the insurances. Und es ist gar kein Wunder, dass wir jetzt viele verschiedene Legierungen im Mund eines gleichen Patienten haben. And so as a consequence now we have patients that exhibit a variety of various alloys in the oral cavity. Professor Eigner von Berlin hat zum Beispiel hier eine Zusammenstellung gemacht. And so here's a component diagram given by Professor Eichner of Berlin, Dass nur 10% unserer Patienten which represents 10% of all the patients nur eine einzige Legierung im Mund have haben. about one alloy in the mouth. Aber 90% 2 und noch mehr Legierungen. However, 90% of all patients have 2 to 6 different alloys in the mouth. Nun müssen Sie aber beachten, dass
in unserer Mundhöhle, dass das ja kein einheitliches Milieu und einheitliches System ist. And so please keep in mind that our oral cavity does not present any type of a unitized milieu or system. Das gilt physikalisch, das gilt chemisch und physiologisch. And that applies in a physiological, in a chemical, and also in the third one was Physiologisch. Physiological Sie dürfen way. nämlich nicht nur an die Metalle und an die Legierungen denken, You should consider not only the metals and the alloys, sondern Sie müssen auch an den Speichel im Mund denken. because you also have to consider the saliva. Dieser Speichel verfügt über Biokatalysatoren. Because this saliva then functions as a catalyst. Und wir haben ja gestern schon gehört vom Professor Vincent, And yesterday we already noted dass der Speichel ein pH bei einem gesunden 20-jährigen Patienten ungefähr von 6,5 hat, also leicht sauer. that the research done by Professor Vincent, he found that in a healthy 20-year-old male, the pH of the oral of the saliva is about 6.5. Damit ist aber der Speichel ein Elektrolyt. And because of the slight acid consistency, the saliva now becomes an electrolyte. Und dieser Elektrolyt umspült alle unsere zahnärztlichen Metallarbeiter. And this electrolyte now bathes every metal restoration that is present in the oral cavity. Und wenn wir verschiedene Metalle im Mund haben, And when we have a number of various metallic restorations in the mouth, und der Speichel ist ein Elektrolyt, and the saliva is an electrolyte, was haben wir dann im Mund? and so what the condition exists in the mouth? Wir haben eine Batterie. We have an oral battery. Genauso eine Batterie, wie Sie hier in Ihrem Tonbandgerät. Very much the same type of battery as what you utilize in your instruments, in tape recorders. Denn auch diese Batterie besteht ja aus nichts anderem als aus einem Elektrolyten und zwei verschiedenen Metallen. Because the battery is made out of the same components, an electrolyte and two different metals. Wir haben es also wirklich mit einem galvanischen Element zu And tun. so in reality we are dealing here with a galvanic setup. Nun, damit bekommen wir noch einen weiteren Faktor, There's an additional factor der unsere Patienten stören kann. which can disturb our patients. Das ist nämlich die Strombildung im Mund, wenn verschiedene Metallarbeiten im Mund vorhanden sind. And that is the building up of electrical currents in the mouth when the metallic restorations are present. Nun, das hat man natürlich sehr bald erkannt. This has been recognized quite a while ago, Und man hat die Strombildung im Mund zu messen versucht. and one has made attempts to measure this current buildup in the oral cavity. Auch ich habe das gemacht, I also was one of those who checked on that schon vor über 20 Jahren. already 20 years ago. Wenn man durch eine Mundbatterie bestimmen will, haben wir zuerst den Strom in Mikroampere gemessen. If one attempts to prove such an oral battery, then one has to have the capability of measuring the currents in amps. Und wir haben die Spannung dieser Mundbatterie also zwischen diesen zwei verschiedenen Potentialen gemessen. And we also measure the voltage between those different the potentials in the mouth. Und die Größenordnung, das kann ich noch näher schreiben, und die Größenordnung, um die es dabei geht, And the largest order that this concerns, der Strom wird gemessen in Mikroampere the current is measured in microamperes, und die Spannung wird gemessen in Millivolt. and the voltage is measured in millivolts. Das sind die Größenordnungen, in denen Strombildung im Mund vorkommt. Those are the units in which the electricity occurs in the mouth. Nun, diese Untersuchungen werden bei uns in Deutschland noch heute durchgeführt. These examinations are still being carried out in Germany today. Aber ich muss Ihnen sagen, damit kann man die Strombildung im Mund nicht genügend verifizieren. However, I have to tell you that this is not the proper way in which can be used to verify the presence of oral currents. Also die Messung dieser beiden Werte reicht nicht aus, That is, the measurement of these two values is not sufficient um festzustellen, wie stark diese Mundbatterie ist. in order to determine the
the power or the force of the oral battery. Und wenn eine Mundbatterie stark ist, dann ist sie auch entsprechend schädlich. And of course, you see, if an oral battery is quite powerful, then that battery is consequently also quite damaging. Man konnte richtige Werte hier auch nicht bestimmen. Also, it was impossible to determine the proper values in this case, Weil der Widerstand innerhalb des Messgerätes, dieser Widerstand because the resistance of the measurement instrument von den verschiedenen Instrumenten, die wir bisher benutzt haben, in the various instruments that were utilized to date sehr unterschiedlich ist. varied so greatly. Wir haben zum Beispiel auf dem deutschen Markt ganz verschiedene Messgeräte gehabt. In Germany, what is available today in the marketplace, we have instruments with so many varying resistances. Hier nur mal 5 verschiedene Geräte. Here are listed 5 different instruments, Und hier in Amerika wird es auch nicht unterschiedlich sein. and you probably don't have a different situation here in America. Wir hatten Geräte mit einem Widerstand. We have instruments with a resistance, Dieser Widerstand, der zur Messung vom Strom erforderlich ist, that is the resistance that is required to measure the current. war bei einigen Geräten nur 1000 Ohm, In some instrument it was 1,000 ohm, bei anderen Geräten 30.000 Ohm, and in other instruments 30,000 ohm, bei noch anderen Geräten 2000 Kiloohm and in some instruments 2,000 kilo ohms, und bei anderen wieder 10.000 Kiloohm. and still others 10,000 kilo ohms. Wir sehen also ganz erhebliche Unterschiede. So you see, these are considerable, rather high differences. Wenn aber der Belastungswiderstand eines Messgerätes so unterschiedlich ist, So when a stress resistance of an instrument has such great variations, dann können Sie mit diesen Messergebnissen nicht sehr viel anfangen. then it is difficult to do anything with the results of scientific examinations. Man hat nämlich bei diesen Messungen bisher vergessen, One has somehow forgotten in all the examinations to date dass der Strom und auch die Spannung von einer Mundbatterie that the current as well as the voltage of an oral battery kein fester Wert ist. is not a constant value. Und diese Untersuchungen verdanke ich Dr. Piesel von Braunschweig. For these examinations, I'm very grateful to Dr. Fiesel from Braunschweig Und dem Siemens Forschungslabor in Erlangen. and also to the Siemens Research Institute from Erlangen. Denn die hatten 1977, wo wir die Untersuchungen angefangen haben, Because they have in vor 10 Jahren, 1977, about 10 years ago, war das das einzige Forschungslabor in Deutschland, it was the only research institute in Germany welches Oszilloskope zur Verfügung hatte. that had at their disposal oscilloscopes, Wo man also bei Belastung einer Mundbatterie sowohl die Spannung als auch den Strom grafisch darstellen kann. which allowed it to graphically demonstrate the presence of currents and voltage. Das war eine ganz große Versuchseinrichtung und da haben wir einen extra Raum bei uns in der Praxis This was verwendet. a rather elaborate scientific examination setup, and we fitted a special room for its purpose in our practice. Wie das gegangen ist, will ich hier nicht I erklären. don't want to go into the details how we did it. Wir haben das veröffentlicht in einer zahnärztlichen Zeitschrift. This is available by reading the published notes on it, Und er wird es ja übersetzen. and I hope he'll translate it Das if I live long enough. Ergebnis ist jedenfalls, The results, however, are dass sowohl die Spannung im Millivolt that the voltage in millivolt as well bei Belastung on load, und auch der Strom bei Belastung and also the current on load keinen konstanten Wert gibt, does not give a constant value, sondern dass er sich im Zeitablauf verändert. that given time there is a change. Und zwar kann er sich
kann sich sowohl die Spannung als auch der Strom im Zeitablauf sehr erheblich verändern. And so consequently the voltage as well as the current can in time change drastically. Diese Kurven, die ich hier dargestellt The habe, curves that are demonstrated here in this diagram sind keine Kurven, die wir gezeichnet haben, are not curves that we just plainly drew. sondern die wir beim Patienten abgenommen haben. These are actually curves that represent data we received from examining patients. Und Sie sehen zum Beispiel hier bei der Spannung, And here you see in this voltage represented, dass bei diesem Patienten eine Anfangsspannung von 400 Volt war this patient had a beginning voltage of 400 millivolts, und dass die nach etwa 0,5 Sekunden abgesunken ist and that this voltage in about 0.2 seconds dropped bis auf 30 Millivolt. to 30 millivolts. Wenn Sie also jetzt mit einem bisherigen Messgerät, Spannungsmessgerät, If you would have used just an ordinary measuring instrument at this point, dann haben Sie nur diesen Wert bekommen. then you would get only the top value. Na, und wenn Sie dann noch ein Zeigerinstrument genommen And haben, if you would have used an indicator, point indicator instrument, dann können Sie diesen Kurvenverlauf auch nicht bestimmen, then you could not demonstrate this curve phenomenon denn das Zeigerinstrument ist viel zu träge, der Zeiger geht viel zu langsam. because the indicator is too slow to show you that. Und das Gleiche gilt auch bei Messgeräten, die den Strom messen And können. this also applies to instruments that measure the current. Was will ich Ihnen damit nun sagen? So what do I want to tell you with all this? Na, dass die Messung von Spannung oder Strom That the measurement of current or voltage nicht ausreichend ist. is not sufficient. Na, es ist auch nicht ausreichend, wenn man Spannung und Strom miteinander misst oder hintereinander misst. It is not sufficient if one measures the voltage and current together or one after another. Na, wenn man zum Beispiel nur die Spannung misst If you measure only the current, und den Zeitfaktor nicht berücksichtigt, the voltage, and you don't consider the time, dann sehen Sie zum Beispiel hier eine hohe Anfangsspannung bei einem Patienten. then you will determine that there is a rather high beginning voltage on the patient. Und wenn Sie dann einen Widerstand einschalten zum Messen, And if you then add a resistance of the instrument in measuring that current, that voltage, dann sehen Sie, dass hier ein hoher Spannungsabfall stattfindet. then you will notice that there is a high drop in the voltage Von 400 auf 25 Millivolt. from 400 to 24 millivolts. Das lässt auf einen hohen Innenwiderstand schließen. And that, of course, led us to the fact that there is a strong internal resistance. Ein anderes Beispiel vielleicht. Another example, Ich habe hier eine Mundbatterie nachgemessen. I have measured an oral battery here. Die hatte nur eine kleine Anfangsspannung von ungefähr 150 Millivolt. Which had a beginning voltage of only 150 millivolts Aber nur ein geringer Widerstand, Innenwiderstand. and a very low internal resistance. Und das kann nur bei einer starken Mundbatterie passieren. And that can only happen with a very strong oral battery. Hier haben Sie ein anderes Beispiel. And here's another example. Bei der Strommessung, In measuring voltage, da haben Sie einen hohen Anfangsstrom von ungefähr 25 Mikroampere. and here you have a beginning current of 75 microamps. Aber obwohl Sie einen hohen Innenwiderstand dazugeschaltet haben, And even though you added a very high internal resistance of the instrument, sinkt der Strom ab auf etwa 20 Mikroampere. the currents dropped down to about 20 microamps. Aber dieser Strom von 20 Mikroampere But this current of 20 microamps wird über lange Zeit beibehalten. is being continued over a long period of time. Und wenn das passiert, haben wir es mit einer starken Mundbatterie. And when that happens, we are dealing with a very strong oral battery. Der Weisheit letzter Schluss resultiert daraus, And the end result then of this, in summary, dass wir zur Beurteilung einer Mundbatterie that in order to judge an oral battery, unbedingt den Zeitfaktor mit berücksichtigen. we have to consider
by all means also the factor time. Und dieser Zeitfaktor ist nicht enthalten, wenn wir nur den Strom messen. And so this time factor is not contained if we measure only the current, Und der ist auch nicht enthalten, wenn wir nur die Spannung messen. and it is not contained in the readings when we concern only with voltage. Sondern wir brauchen alle drei Faktoren. We actually need all three factors. Spannung, Strom und Zeit. We need the voltage, the current, and also the time. Und dann können wir nicht messen, sondern errechnen Then we can not only measure but actually calculate die Energie, die diese Mundbatterie zu liefern imstande ist. we can calculate the energy which this oral battery is capable of generating. Also unsere Untersuchungen haben ergeben, That is, our examinations have given us dass es nicht ausreichend ist, that it is not sufficient die Spannung zu messen to measure the voltage oder den Strom or the current oder beides, or both, sondern dass wir das über eine Zeit hinweg machen müssen. but rather that we have to consider also time in measuring those values. Und da haben wir auch mit dem Siemens Forschungsinstitut festgestellt, And so with the aid and use of the Siemens Research Center, dass zur Beurteilung einer Mundbatterie es ausreicht, in order to judge the oral battery, wenn man diese Messungen wenigstens 1,5 Sekunden durchführt. if we allow for that measurement a time of about 1.5 seconds. Und dann kann man die Energie errechnen nach dieser Formel hier. And then it is possible for us to calculate the energy according to this formula. Na, das W bedeutet die Energie. W here stands for energy. Hier das Integral Here is the integral, für 1,5 Sekunden. 1.5 seconds. Das ist die Spannung This is the voltage, und das ist der Strom and here's the current, im Integral errechnet. which is calculated in integral. Und dann bekommen Sie die Energie dieser Mundbatterie gemessen in Nanowattsekunden. And then the result is the energy of the oral battery as measured in nanowatt seconds. Und das ist das, was wir brauchen, um eine Mundbatterie beurteilen zu können. And that is really what we need in order to make a judgment on an oral battery. Nun, wenn Sie diese Formel rechnerisch erfassen wollen, Now, if you want to comprehend this formula in a mathematical way, dann geht das heute natürlich am einfachsten mit dem Computer. then you should really utilize today the services of a computer. Denn Sie müssen hier in 1,5 Sekunden wenigstens 1,5 Millionen Multiplikationen durchführen. Because in this formula, in that 1.5 second time span, you have to have the capability of using about 1.5 million calculations. Und diese Rechnung können Sie mit einem Rechenschieber nicht machen. And it is impossible for you to use some type of a logarithmic slice to calculate that. Wenn wir jetzt zur Überzeugung gekommen sind, So if you have come to any kind of a conviction here, dass die Errechnung der Energie einer Mundbatterie wichtig ist zur Beurteilung, that the calculation of the power of the energy of the oral battery is important, dann müssen wir ein Gerät konstruieren. then we have to make an instrument. Und dieses Gerät haben wir, da es uns die Industrie nicht gebaut hat, selber gebaut, And such an instrument was then constructed zusammen mit Dr. Piesel, Dr. Turk und meiner Wenigkeit. in cooperation with Dr. Piesel and Dr. Turk and also myself. Und konstruiert hat uns das Gerät eine Firma Illemann in Braunschweig. And the company that produced that instrument for us was one from Weinstein? Illemann Oh, Illiman, in Braunschweig. in Braunschweig. Und das Gerät sehen Sie jetzt hier vor sich. And this instrument you can see now right here. Nun, wir in Deutschland haben ein Gerät gebaut, In Germany, we have constructed an instrument dass man ans Netz anschließen kann. which has the capability of plugging into the current, into the Das network. ist bei uns in Deutschland am praktischsten. This is in Germany the most practical and allowed.
aber für Sie nicht brauchbar. But here in the U.S. this is not possible, it is not allowed. Denn es braucht 220 Volt And you cannot utilize it because it requires 220 und für 20 den volts. Computer 50 Hertz. And also it utilizes 50 hertz. Und das haben Sie ja nicht. And of course you don't have that here. Nun kam Dr. Arana und sagte, wir wollen das Gerät auch haben. So Dr. Rana came and he says, hey, I would like to have an instrument like that, Aber ihr müsst das so machen, dass man es in Amerika verwenden kann. but you better Americanize that instrument for us. Und dann haben wir dieses Gerät zuerst umkonstruiert auf 60 Perioden. And so then we reconstructed that instrument and have built in 60 hertz Und auf 110 Volt. and have also changed it to 110 voltage. Dann hat aber wir haben dieses Gerät auch an Dr. Arana geliefert. And we gave him one of those, we mailed one of those instruments to him. Dann hat er mir aber telefoniert und hat gesagt, wir haben Probleme mit Ihrer amerikanischen Dental Association. And he called me up and he says, we have a problem here, and that is, the problem is actually with the American Dental Association. Ihr müsst übergehen auf Batteriebetrieb. So we somehow have to alter that and utilize battery power. Mit viel Mühe und Arbeit haben wir das auch gemacht und das ist jetzt dieses Gerät. So with additional effort, we also accomplished that, and now you see this instrument before you. Hier brauchen wir jetzt also keinen Netzanschluss mehr, So you no longer need to plug it into the wall socket. dafür aber wenigstens 8 Monozellen, Instead, we're using 8 cells die hier innen drin untergebracht sind. that are inside that instrument, Und die erlauben Ihnen eine Betriebsdauer von etwa 65 Stunden. and so you can expect about 65 hours, measuring hours of energy. Und mit diesem Gerät nun ist es möglich, And so utilizing this instrument, it is now possible die Mundbatterie zu messen nach dieser Formel und da entsprechend zu beurteilen. to measure the oral batteries now according to this formula, and consequently also have some form of judgment on that. Sie können mit diesem Gerät allerdings auch You can utilize that instrument, however, as well, den Strom bestimmen, to ascertain the voltage, und zwar den Anfangsstrom and that is the beginning of current nach 0,2 Sekunden after a time elapse of 1.5 seconds, und die Anfangsspannung. and also the beginning voltage. So können Sie also mit den übrigen früheren Geräten Vergleiche anstellen. And this way you can have the ability of comparing that to other earlier instruments. Nun, wenn wir das praktisch machen, ist das mit diesem Gerät relativ einfach. And so if we want to make that simple, it is quite simple, this instrument. Zum Vergleich mit anderen Instrumenten, was geht dann die Innenwiderstand von dem Instrument? Soll man das nicht auch in Betracht geben? Das hat 10 Kilo Ohm und andere haben viel weniger. Relative Vergleiche. Oh, okay. He really means, Richtig vergleichen kann man nicht. he means if you want to use that in comparing it to other instruments, it is only relative. And the reason that I pointed out to him was because of still the varying resistances that you may find in the instrument that you use. It may not be the same as that in this instrument here. Nun, wenn Sie dieses Gerät haben und die Batterie geladen sind, Now, if you have one of those instruments and the battery is all fully loaded, dann müssen Sie das Gerät auf Einschalten then you turn the instrument on und auf Messen schalten. and turn it to measurements. Dann drücken Sie bei dieser dicken Elektrode den Knopf Then on the active electrode you press the button, und haben hier einen Anschluss and there you have a connecting, auf dem Deckel des Gerätes. on the top of the instrument, a connecting socket, Und dann können Sie an der Spannungsanzeige and you einen can Messwert ablesen. and you can look at the voltage indicator and read a value in volts. Ich habe hier jetzt einen Messwert von 62 Millivolt. And here I have a measured value now of 62 millivolts. Das da, nur Batteriekontrolle. And that tells me this is a battery check. Ist also sehr einfach. It is very simple. Wenn nämlich der Wert unter 50 absinkt, If the value drops below 50, dann wissen Sie, dass die Batterie neu auswechseln müssen. then you should replace the battery.
zum Gerät selber, And now back to the instrument itself, there should be mentioned. dass Sie jetzt diesen kleinen Schalter umlegen müssen nach oben. The switch found on that instrument now has to be switched to the top, Dann macht das Gerät eine automatische Gerätekontrolle. and then the instrument will on its own check its own circuitry. Also jetzt prüfen Sie nicht die Batterien, sondern das Gerät. And so now in that position you did not check the condition of the battery, but you actually checked the condition of the Und instrument. Sie können sehen, ob das Gerät in Ordnung ist. And this way you can tell whether the instrument is all right. Wenn sich diese Zahlenreihen hier gleichmäßig verändern, If the values, the numbers displayed in the windows are in order, or compare themselves in order. ja. Sie sehen zum Beispiel hier, da gehen jetzt die Werte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alle gleichmäßig weiter. So you notice that all those values are now sequentially, altered sequentially through the display windows. Wenn das der Fall ist, ist das Gerät korrekt. If this is the case, then the instrument is in order. Und nur eines wollen Sie bitte beachten. However, you should note one thing. Bei der Energieanzeige, die bei dem großen In the Fenster, large window, in the area that displays the energy, da haben wir nur immer eine Null. we always have a 0. Ja, diese Null verändert sich also nicht. And the 0 here, the last digit, the 0, does not change. Wir haben nämlich festgestellt, dass Werte unter 10 Nanowattsekunden nicht interessant sind. Because we have determined that values below 10 nanowatt seconds are really of no consequence. Aber wir können hier immerhin Werte bis zu 90.000 Nanowattsekunden messen. However, we can still measure values up to 90,000 nanowatt seconds. Na, dazu muss ich sagen, dass der höchste Wert, den ich bisher in meiner Praxis gemessen habe, And now I want to tell you a point of interest that the highest value that I have measured to date in my practice über 40.000 Nanowattsekunden has been over 40,000 nanowatt seconds. Also nicht eine Größenordnung, wie wir sie hier in der Technik haben, von Kilowattstunden, sondern in Nanowattsekunden. That is, however, not in such denominations as the kilowatt, but rather in nanowatt seconds. Außerdem müssen Sie beachten, bei dem linken kleinen Fenster The hier, other thing that you should note in the left small window, dass wir hier eine Anzeige haben der elektromotorischen Kraft we have here a display of electromotive power in Millivolt in millivolts mal 10. times 10. Also Sie müssen hier jeweils immer noch What that means, you have in this instance, Sie müssen immer noch eine Null dazu denken. you have to constantly add a 0 at the end to the numbers displayed. Ja, das ist aus technischen Gründen hier weggelassen worden. Because of technical reasons, that was omitted by that Sonst point. wäre nämlich das Gerät nochmal sehr viel teurer geworden. Because otherwise the instrument would have been that much more expensive. Also hier muss man eine Null dazu denken So here you have to imagine another 0, und diese Null hier ändert sich nicht. and this 0 on the other side does not change. Für Ihre eigenen Komfort gedacht. So this is really given for your own comfort. Was können wir nun hier angezeigt sehen? And so what is it that we see displayed here? Eine kleine Lampe haben wir, A small light is there. die geht nur auf Rot, wenn eingeschaltet ist. It will light up red when the instrument is turned on. Ja, dann der Schalter hier macht ein und aus. The first switch is the on and off switch. Der zweite Schalter ist Gerätekontrolle. The second switch is to check to indicate the condition of the instrument. Wenn also die Zahlen durchlaufen, ist das korrekt. That is the circuitry of the instrument. So if you have a rolling of the numbers, then the instrument is Und in wenn wir order. nach unten legen, ist beim Messen. When you switch that to the lower position, then the instrument is ready for measurement. Im Prinzip brauchen Sie nur diesen Schalter hier auf dieser Seite. However, in principle, you really need only that one on and off switch. Das andere machen wir höchstens einmal die Woche. The other thing we check perhaps once a week. Und nochmal, was wir ablesen können, And also again the areas that we can read. die elektromotorische Kraft, also die Anfangsspannung, That is the beginning value, beginning voltage value. That is the electromotive power, in Millivolt gemessen, which is measured in millivolts mal 10. times 10.
Dann hier den Strom and then the current, in Mikroampere which is listed in microamperes, und die Energie and the energy, in Nanowattsekunden. which is marked in nanowatt seconds. Und dieses an dem großen Zeiger. And that is on the large display window. Damit wir im Mund messen können, And so that we can measure in the mouth, brauchen wir zwei Elektroden. 2 electrodes are necessary. Diese kleine Elektrode gebe ich in meiner Praxis meistens der Helferin in die Hand. The small electrode is usually handled in my practice by my assistant, Und die dicke Elektrode nehme ich selber. and the large electrode, I'm the one that handles it. Und nun, der Betrieb ist ganz einfach. And the application of this is quite simple. Ich sage der Helferin, auf welche Metallarbeit sie gehen muss. I tell my assistant on which restoration that base electrode should be placed. Meistens fange ich an mit der größten Goldarbeit. Usually it is recommended with the largest restoration, such as a large gold Also restoration. meistens mit der Goldbrücke, wenn vorhanden. For example, like a gold bridge. Und da geht die Helferin mit dieser Elektrode drauf. And so the assistant then places that electrode on that. Und ich gehe nun mit der Gegenelektrode And now I use the active electrode zu jeder anderen Metallarbeit, die auch noch ist. and touch every other existing metal restoration in the oral cavity. Und lasse dann notieren And I let it note, diese drei Werte. and the 3 values are then noted. Damit die Messungen immer gleich korrekt sind, In order for the measurement to be always correct, geht man mit gedrücktem Knopf in den Mund. one should enter the oral cavity with the button on the active electrode depressed. Und der macht Kurzschluss im Gerät. This shortens the instrument out, Dann lasse ich den Knopf los and then I release the button, und muss dann diese Elektrode 1,5 Sekunden auf der anderen Metallarbeit lassen. and I now let the electrode remain on that restorations for 1.5 or 2 seconds. Denn ich sagte Ihnen ja, wir müssen 1,5 Sekunden, wir Because brauchen, I told you earlier that we require 1.5 seconds to measure the current. denn sonst können wir diesen Kurvenverlauf nicht miterfassen. If you don't hold it long enough, it is impossible to see that Das the braucht, drop, the curve that is represented on the graph. das braucht einfach 1,5 Sekunden. 1.5 seconds are required for that. Wenn die 1,5 Sekunden abgelaufen sind, bleibt diese Zeigerreihe stehen. Once the instrument has spent 1.5 seconds in measurement, then the rolling of the numbers will come to a stop. Das geht automatisch. That is all automatic. Wenn Sie also länger als 1,5 Sekunden lassen, If you hold longer than 1.5 seconds, meinetwegen 4 Sekunden, perhaps 4 seconds, ändern sich diese the Zahlen. numbers will not change. Also nach 1,5 Sekunden ist in jedem Falle Schluss, But 1.5 seconds is all that is required, and that is it, damit wir einen ganz korrekten Vergleich in haben. order to have a correct comparison. So, das ist von der reinen Technik her. And that is pure technique. Ja, Es ist fast Zeit Ja. Zeitpunkt. das ist ganz gut, da bin ich gerade fertig. Okay, this is a good stopping point here. Dann können wir heute Nachmittag mal dazu übergehen und sehen, was wir bisher für Messergebnisse hatten und was für Resultate wir daraus And perhaps we can spend a little time this afternoon to see what type of test results we have to date and what the meaning is of that. It's a good time of stop. So it is a good time to start. And thank you very much for the translator. We have. Time seems to fly when you're having fun. Here it is, the third day, and with Gary and I are on the 4th day already, and some of you also. We'll come back here at 1:30, and then we'll do Beth. The young lady was here yesterday. We'll do the pencil brush test, and we'll do the memory. Oh, yes, we're going to have, We don't lock on input. Very good. Very good. well, Ralph, are we going to have Beth go on the decoder? She was on Oh, she already did, okay. And then the next one, she's pencil brush now. Okay, we're going to continue with, oh, there's, here, hold it. Yeah, you. Okay, any of you that have wives here or girlfriends or anything like that,
made an announcement on Saturday at the Monterey Fairgrounds, which is not too far away from there, having like an antique car show. I think Cleveland Eastwood and a few other people, you know, some of the celebrities are coming out. So it's a donation to, I think, the homeless victims here in Monterey. I didn't know they had any. But anyway, We don't have enough money to put those people in the house. I think it's about $5. So if if any of the wives that want to get together, maybe we'll get some carpools or something like that and go out. Because if I weren't here, I'd probably play hooky and go there myself. They're homeless after they get the implants. No, I think it's about 150 cars they're going to. It's like a concourse that they're having of antique cars and they're driving. Might be kind of fun. Maybe I can sit in my car. Will we go? Now, shall we proceed? In the morning. Achso, Entschuldigung. Am Vormittag haben wir gesprochen über das Amalgam. In the morning we discussed the amalgam problem. Wir haben die Zusammensetzung des Amalgams diskutiert We discussed the components of amalgams. und haben festgestellt, dass die Komponenten des Amalgams unedle Metalle sind. And of course I've demonstrated to you that the components of amalgams are non-precious alloys or metals. Wir haben ferner festgestellt, dass dieses Amalgam in der Mundhöhle nicht alleine existiert, Additionally, we have demonstrated to you that the amalgam is not the only thing that is present in the oral environment, dass noch viele andere Metalle im Mund vorhanden sind, insbesondere Gold, that the potential exists for other metals to be present in the oral cavity as well, especially gold, aber auch Chrom-Kobalt-Legierungen, as well as chrome-cobalt alloys, Palladium-Legierungen, palladium alloys, Silber-Palladium-Legierungen und so weiter. silver-palladium alloys, and so forth and so on. Wir haben dann auch noch festgestellt, dass diese Metalle nicht alleine betrachtet werden können, And we also determined that these metals should not be viewed as by themselves, weil die Amalgame in die Mundhöhle hineinkommen because the amalgams are placed in the oral environment, und weil in der Mundhöhle and because in the oral environment Speichel vorhanden ist. we have the presence of saliva, Und der Speichel ist sauer and the saliva has a acid pH, und der ist sauer, enthält Fermente and it also contains fermenting enzymes. und viele andere Stoffe, die wir zur Verdauung benötigen. In addition, other substances that are necessary to accomplish digestion. So ist auch die Mundhöhle ein lebendiges System, So you see, the oral cavity is also a living system, genau wie das Grundsystem. very similar to the basic regulatory Kann system. man die Mundhöhle daher nicht in der Mundhöhle nicht einzelne Komponenten alleine betrachten. And so it is impossible to view single components in the oral environment. Wenn in der Mundhöhle, wenn der Speichel pH sauer ist If the salivary pH has an acid reading, und wenn wir feststellen müssen, dass wir verschiedene Metalle in der Mundhöhle haben, and then we also determine that we have such a variation of metals in the mouth, dann haben wir im Prinzip die Situation einer Batterie, and then principally we have a condition present of a battery, einer galvanischen Batterie. a galvanic setup. Und diese Batterie erzeugt Strom This battery creates currents, und dieser Strom hat nun einen großen Nachteil, der irritiert nämlich das Nervensystem. and these currents have one of disadvantage in that they irritate the nervous system, Und dieses Nervensystem wird deswegen irritiert, and the nervous system is irritated because weil es ja auch nur mit Strompulsen arbeitet. because it also has as its component utilizes current for its components for proper Ja. proper function, Das ist deswegen besonders wichtig, and that is why it's so important, weil die Mundhöhle so nah am zentralen Nervensystem ist, schon Because it- anatomisch. the proximity of the oral cavity to the main brain is of significance. So dürfen Sie sich nicht wundern, dass die Ströme in der Mundhöhle So you shouldn't be surprised that the currents that are found in the oral cavity
Störungen in der Mundhöhle machen. can produce disturbances in the oral cavity. Und diese Störungen können sehr verschiedener Art sein, And these disturbances can be of various types, ebenso wie die Störungen, die wir durch Amalgam haben können. about the same varied ways as one can have through amalgam, Nur eben auf elektrischen Wege. except it is now in an electrical way. So haben wir durch das Amalgam toxische Probleme, So with amalgams we have toxic problems wir haben auch allergische as Probleme well as allergic problems. und wir haben nun auch noch And now Stromprobleme, in addition to that we also have current problems weil eben die Stromreize das Nervensystem irritieren. because the current stimulus can irritate the nervous system. Wir haben gesucht nach Möglichkeiten, wie man die Strombildung im Mund untersuchen kann. We have looked for various ways which would allow us to examine these current buildups in the oral environment. Und wir haben festgestellt, dass man das machen kann, indem man die Spannung oder den Strom messen kann. And we have then discovered that one can do that by measuring the current as well as voltage. So, excuse me, wir haben nicht entdeckt, dass man das messen kann, sondern wir haben versucht, dass man das so messen kann. We then made the attempt to measure voltage as well as current. Da haben wir vor vielen Jahren schon den Strom gemessen in Mikroampere. So for many years we have measured the current in microamperes, Oder wir haben die Spannung gemessen in Millivolt. or the voltages were measured in millivolts. Wir haben dann aber gesehen, Then we saw dass die Strombildung im Mund nicht feste Werte gibt. we saw that the current buildup in the oral cavity did not present constant values, Sondern dass sich die Strombildung im Mund und auch die Spannungen im Mund permanent verändern. but saw that both the currents and the voltages in the mouth can have changes. Und dass wir Einschwingungsvorgänge haben, And those are deflection processes, die man kontrollieren kann, wenn man diese Ströme mindestens oder die Spannung 1,5 Sekunden lang misst. which those deflections could to a degree be checked when one measures those under conditions of load. Wir haben eben gesehen, dass man nicht die Spannung und den Strom alleine messen darf, And so we saw that one shouldn't measure only the voltage and the current, sondern dass man auch die Zeit mit berücksichtigt. but also one should consider the element of time as well. Und wenn man die Zeit mit And berücksichtigt, so if one considers the time as well, dann kann man das dadurch tun, dass man aus Spannung und Strom die Energie errechnet. and we can do this because then out of current and voltage one can calculate the energy. Diese Rechnung geht nur nach dieser Formel. This calculation can be done only according to this formula, Um das zu machen, um dieses Integral zu errechnen, and in order to calculate this integral, braucht man einen Computer. one requires a computer, Und damit man das in der Praxis machen kann and in order to do that in your own practice, und zugleich messen kann, braucht man dieses Gerät. and also to measure that, an instrument is required. Es gibt zurzeit auf der Welt noch kein anderes Gerät. And at this moment, there isn't another instrument like it in existence. Das ist das, was wir heute früh besprochen haben. And so this is, in summary, what we discussed this morning. So, und nun wollen wir And now weitergehen. to continue, Ich habe Ihnen auch erklärt, wie man das Gerät bedient I also explained to you how the instrument is used, und habe Ihnen jetzt zu erklären, wie man die Messwerte... Bitte? On the formula, what is D? that's an Ist das- integral, Ist das Zeitintegral. the time integral. Das ist einfach eine mathematische Formel. Also das bedeutet nur, dass Sie die Zeit mit berücksichtigen müssen. That is a mathematical formula, which means you do have to take time into consideration. Und man muss Ihnen sagen, rein praktisch geht das im Gerät so vor, And I have to tell you that in practical, in the instrument, the process is followed. dass in jeder Sekunde In every second, 1 Million Messungen durchgeführt about werden. 1 million of measurements are accomplished,
sowohl von der Spannung als auch vom Strom. that is both from voltage as well as current, Und dass aus diesen beiden Werten jeweils die Energie errechnet and wird. out of those two values, the energy value is then calculated. Und dass diese addiert werden, And these are added. also 1 Million Additionen durchgeführt About 1 werden million additions are carried through in einer in Sekunde, about 1 second. bedeutet 1,5 Millionen Additionen Amounts to about 1.5 million additions, und Multiplikationen und Additionen für den ganzen Messvorgang. as well as multiplications for the entire measuring process. Mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen, weil ich kein Mathematiker bin. I can't explain to you that any further because I'm not a mathematician. Und zur Entschuldigung muss ich sagen, And in apology, I have to say, als wir auf der Oberschule when we were in the college diese Integralrechnung lernen sollten, and we learned about these integral calculations, wurde ich eingezogen vom Mittler und musste in den Krieg gehen. and I had to quit school and had to enter the war. So habe ich das I had to go in combat, is what he's trying to That's my problem. Wenn ich etwas länger hätte auf der Schule bleiben können, würde ich Ihnen das Integral vorrechnen können. If he could have stayed longer in school, he could perhaps explain to you. But I'm not quite sure whether his regrets were that he had to go in combat, or could you kind of tell what it was? So, excuse me. Please, another question. I was curious about the ohms resistance on your unit in comparison to the unit. Die innere Widerstand in dem Instrument entgegen den anderen Instrumenten. Der Widerstand in diesem Gerät ist sehr hoch, beträgt 10 Kiloohm. In this instrument, the internal resistance is considerably high. It is 10,000 kiloohms. Dadurch werden die Messergebnisse sehr genau And consequently, the measurement values are very accurate. und werden dadurch sehr schnell angezeigt, weil wir nicht mit Zeigerinstrumenten arbeiten, sondern digital anzeigen. And so they're also then displayed very rapidly because we utilize digital and not a point index. Sie sehen ja hier kein Zeigerinstrument mehr, sondern nur digitale Anzeige. You notice that we don't use a dial instrument here to indicate, but rather a digital instrument. Ich sagte Ihnen ja, die Zeigerinstrumente sind zu träge, damit kann man das überhaupt nicht machen. Because the instruments that utilize a gauge as an indicator are very, very slow. Nun, um diese Messergebnisse festzuhalten für den Patienten und auch für die überweisenden Ärzte, And now, in order to be able to record the results of your test on that instrument and to be able to show them then to your patient and to perhaps other practitioners, haben wir hier ein Formular entwickelt. we now have a form here, Das können Sie natürlich auf Ihre Weise ändern. and you can either copy it or alter it to whatever purpose you see fit. Und wir haben verschiedene Unterteilungen. And so we have here different divisions, Hier schreiben wir columns, eine Füllung hin. and oder here we ein record Metall, the nature of the filling material, das Gegenmetall, and on the other one we record against which, in other words, the first column represents what the base electrode is, what the from which the measurements are taken. wir wollen ja wissen, zwischen welchen Metallen wir die Messung durchgeführt haben. Because we want to know between what metals are the measurements being accomplished. Und wir brauchen hier immer zwei verschiedene Metalle. And here we require two different fillings. Und hier schreiben wir dann auf die Werte, die wir vom Gerät bekommen. And there we record then the values that the instrument displays. Das einmal ist die Anfangsspannung, The first column records the beginning value voltage, dann haben wir den Anfangsstrom that is the initial voltage, und dann haben wir hier die Energie. and then we have the energy. Und hier haben Sie noch Platz für Bemerkungen. And there you have room for any kind of remarks. So machen wir das zu Hause. And this is how we do it at home. Und hier will ich Ihnen nun mal ein Ergebnis von solchen Messungen zeigen. And here I want to show you already
form that has been used is filled out as an example. Bei diesen Patienten haben wir zum Beispiel gemessen mit der einen Elektrode, zeig mal die eine hier, mit der kleinen. On this patient, we have measured with one of the electrodes with a small electrode kleine Elektrode wurde auf diese Brücke was gegeben placed on the bridge, mit Metallkeramik war die gemacht, also hochkarätiges Gold. which was made with as a ceramic with high metal gold content. Und die andere Elektrode, die dicke, And the active electrode, the bigger one, die habe ich selber gehalten. I usually hold it myself. Diese war ja von der Helferin gehalten. The other is usually held by an assistant. Und dann haben wir alle Amalgamfüllungen, die die Patientin hatte, durchgemessen. And then we proceeded to measure every amalgam filling that was present. Und da sehen Sie mal, welche Unterschiede in der Messung herauskommen, obwohl das alles Amalgamfüllungen sind. And here you can see the variation of the different readings that are present, even though all those measurements were against amalgam. Also der first premolar, nicht? Ja. Yeah, Sie, yeah, links unten. yeah. Das ist eine Füllung MOD, also über die ganze Rüber. Yes, oh yeah, yeah, MOD. SLB heißt hier Amalgam. So the first filling, of course, was an MOD, and the silver amalgam is Silberamalgam. what Da haben wir zum Beispiel herausbekommen, it had a eine Spannung von 50 Millivolt. value of 50 volts, millivolts, Und hier haben wir herausbekommen 3 3 Mikroampere microamperes, and 50 nanowatt seconds. und 50 Nanowatt Sekunden. Ich will jetzt über die Größenordnung nur nichts sagen. Ich will nur hieran demonstrieren, dass wir zum Beispiel bei den Weisheitszahlen links oben I just want to demonstrate to you here, instead of mentioning every value, that in the wisdom tooth on the left upper side, ganz andere Werte bekommen. we have significantly different values, Zum Beispiel 420 Millivolt, 420 millivolts, also ungefähr 7-mal so viel. about 7 times more. Und hier haben wir immerhin 28 Mikroampere bekommen, On the microamps, 28, also 9-mal so about viel. 9 times as much. Und hier haben wir bekommen als Energie And this energy we found 7690 Nanowatt Sekunden. 7,690 nanowatt seconds. Jetzt rechnen Sie das mal And aus, now please calculate that. wie viel das mehr ist. And you can see how significantly higher that is. Und hier sehen Sie andere Unterschiede auch, zum Beispiel And here you can see other- Amalgamfüllung ist wieder viel niedriger. Other differences, and here's an amalgam filling that is considered the lower, Nur 20 Millivolt, about 20 millivolts, 1 Mikroampere, 1 microamp, and only 20 nanowatt seconds. 20 Nanowatt Sekunden. Nun, das ist der erste Durchlauf. And this is the first procedure. Wenn Sie jetzt die Mundverhältnisse genauer abklären wollen, Now, if you want to explain the conditions of the oral environment more accurately, suchen Sie sich hier raus die schlechteste Amalgamfüllung aus, also die die höchste Strombildung hat. then you will look for the worst filling that is present in the mouth. In this case, Das the war tooth. die Füllung hier 8 Ophel. The filling here is an eighth, is the tooth on the upper left side. Und jetzt wechseln wir die Elektroden. And now we switch the electrodes. Jetzt kommt die kleine Elektrode von der Helferin And now the small electrode which the assistant holds in her hand. und ich messe jetzt wieder die anderen Amalgamfüllungen durch. And now I measure all the other amalgam fillings using that as a base electrode. Denn die Patientin hatte nur diese eine Goldarbeit drin. Because she has only this one gold prosthesis in her mouth. Und jetzt werden Sie überrascht sein, And now you will be surprised dass auch zwischen den Amalgamfüllungen ganz hohe Stromwerte entstehen that können. even between the amalgams you can have rather high values. Hier in diesem Falle nicht so hoch wie But 7609, in any case, they are not as high as the first one, aber doch immerhin bis 4770. but still quite significant of 4,770. Und dazu muss ich Ihnen eben nochmal die Erklärung geben. And here I want to explain to you further to this
dass die Strombildung nicht nur zwischen verschiedenen Metallen bekommen kann, that you not only have current buildup between different metals, zum Beispiel hier Gold und hier Amalgam, such as gold and amalgam, as perhaps sondern diagram dass wir here, auch Strombildung zwischen Amalgam und Amalgam bekommen. but also that you can have current buildup between amalgams and amalgams. Und wenn ich diese Folie nochmal zurücklegen darf, And if I can come back to this, dann ist zum transparent Beispiel again, diese Amalgamfüllung mit diesen niedrigen Werten, then this amalgam filling here with the low value, da ist das gutes Amalgam verwendet worden. perhaps good amalgam was used in this case. Das Amalgam ist gut hergestellt worden It was prepared well, und der Zahnarzt hat diese Füllung gut gemacht. and the dentist has apparently done a good job with its restoration. Er hat sie gut kondensiert und gut poliert. It was a good condensation and a good polish was placed on it. Dagegen der Zahnarzt, der diese Füllung gemacht hat, On the other hand, the dentist who has placed this filling, das ist kein Dentist, den wir lieben. that isn't the dentist that we really like all that well. Er hat Fusch gemacht. He kind of messed up. Ja? Und wir sehen jetzt also, dass man auch zwischen gleichen Amalgamfüllungen unterschiedliche Werte kommt, weil die Füllungen nicht alle gleich hergestellt sind. So you see, it is possible then to have various values even between amalgams, and the reason for that is that the amalgams were not produced at the same time or with the same quality. Ja, das ist ganz wichtig. And that is important to know. Also wenn Sie schon Amalgam verwenden, denken Sie bitte auch daran, dass Ihre Arbeit wichtig ist und nicht nur das Material Amalgam. So if you are still using or continue to use amalgam, then keep in mind that it isn't just the quality of amalgams that you use, but also the quality of your work that counts. Und schauen Sie, das sehen Sie ja hier, wie hohe Stromwerte Sie haben. And so you can see it from this diagram how high the values can be. Es gibt nun auch noch ganz andere Bilder. Now, we have also other illustrations as well. Kann ich eine Frage stellen? Ja. Wurden diese zwei Messungen zur gleichen Zeit gemacht oder war da ein Tag oder so Unterschied? Nein, Verschiedene Sitzungen? in einer Sitzung. Okay. My question was, were the two different readings done at different times or at the same sitting? And it said same sitting. In the same sitting, ja. Question, how long does he wait to take the new readings? 5 Wie- minutes, 20 minutes? Ja, wie lange, welchen Zeitunterschied zwischen den verschiedenen Messungen? Sofort. He said immediately. Ja. Werden die Füllungen nicht entladen beim ersten Messen? Ja, wenn Sie diese Messungen wiederholen, dann bekommen Sie die gleiche Messung wiederholen, bekommen Sie etwas niedrige Werte, das stimmt. Okay, if you repeat the same measurement at the same time, you do get lower values. Das ist eine sehr No, gute... dann haben wir es wahrscheinlich noch nicht verstanden. Sind da nicht dieselben Zähne von der Brücke zum Amalgam und dann von Amalgam zum Amalgam? Nein, jedes Mal zwischen jeder Füllung ist eine eigene Mundpartie. Ja, aber hier, Nummer 7 ist ja dasselbe, was von dort oben und Nummer 7 hier. Ja, ist das. Und der andere oben ist es auch dasselbe, sorry? Ja, sicher. That is the same tooth, okay? Der Patient hat ja nur diese Füllungen. Ja. Wir haben also gegen jede wieder gemessen. Aber trotzdem, das war zur selben Zeit, zweimal zur selben Zeit gemacht. Weil zur genau selben Zeit nicht hintereinander. Ja, und so, das fragen wir. Wie viel Zeit wurde inzwischen benötigt, damit sich die Füllungen wieder aufladen? Sie können das so, darf ich zeigen? Nein. Translate. Also, das hierher und das, Moment, und das hierher, diese Füllung. Okay. Und diese Krone. Excuse me. You see, it's this filling and this filling. Nein, er ist ein guter Schauspieler. Nein, erst so messen. Okay, here's what you do. You measure first from the bridge to the filling. Dann, wenn das fertig ist, Ja. 1,5 Sekunden raus. And then when you finish, then you have one. Ja. Dann, I'm the assistant. this one. Oh, yes. So, dann die nächste Amalgamfüllung. And then you go to the next amalgam filling. Und dann die nächste And the next. Amalgamfüllung.
das können Sie schnell hintereinander But you machen. can do that quickly, one after another. Alle nacheinander. Yes. Sie müssen nur bei jeder Messung 1,5 Sekunden warten, damit diese Maschine arbeitet. You can do that one after another immediately, except you have to give about 1.5 to 2 second time for the machine to work. Aber Okay, das verstehen wir. Ja. Aber jetzt, hier ist von der Brücke zum Nummer 4, 5, 8, 7 und dann von Nummer 7 nein, zu nein, 5, das 4. geht weiter. Für den Ganzen. Ja. Er meint, es ist ganz Gleich. anders, ob er meint, es ist ein Kodierter, also ein Also alle durch. Ja, von hier bis daher. Und dann, von hier da, ist es am selben Zeit oder ist es an der Zeit? Anschließend. Okay, I said, this is in addition. Erst haben wir die eine kleine Elektrode auf der Brücke gehabt. Yeah. Okay, he says, we have placed the small electrode on the bridge. Ja. And then the other one went to 4, and then to 5, and then to 8, and then 7, and so on down to here. Yeah. And now, what did you do here? Now, here is number 8, which is this high one here. You place the small one on this. When do you do that? Same time, right there? Afterwards. It is finished. Yeah, but you see, he has already discharged, and now he's using this one as the base to measure all the others. He shows a discharge, and then he's immediately going to do the second sequence. Is that the question that you have? I'm asking the question for you. That's it. How long before he starts his second Yeah. sequence? Right. Immer nachfolgen. Sofort He says right away. Because the tooth isn't discharging that much in that short of a period of time. Okay. It is not necessary that one has a long period of time in between. Denn diese Mundbatterie baut sich ziemlich schnell wieder auf. In this patient here, his oral battery has recharged quite rapidly. Aber wichtig ist, dass sich eine starke Mundbatterie wie hier sehr schnell wieder aufbaut. You can believe me that a battery that has such energy will rebuild itself very rapidly, Und eine kleine Mundbatterie sich nur langsam and a aufbaut. small battery will recharge very slow. Wenn Sie aber jetzt beispielsweise diese Messung von der Brücke nach hier 2, 3, 4 Mal hintereinander machen, If you make this measurement from the bridge over to that tooth number 8, 3, 4 times, one after another, dann werden Sie sehen, da sich die Mundbatterie nicht ganz so schnell auflädt, langsam aber sicher die Werte heruntergehen. and those values, because the battery does require a little time in recharging, they may become lower and lower as time goes Denn on. auch diese Batterie, die hier im Gerät drin ist, Because even the battery that you have in your instrument there braucht sich ja mit der Zeit. uses itself up in time. Also, Okay, still more questions. Okay, one more. jetzt, wenn diese Messungen fertig sind, Now, dann when you wechseln finish- wir nur die Elektroden. When you finish measurements there, then you change the electrodes, Und dann setzen wir die kleine Elektrode hier auf diese schlechte and then you place the Amalgamfüllung electrode on the bad amalgam, und messen gegen alle anderen Amalgamfüllungen. and then you measure again against all the other amalgam fillings. Denn das gibt ja jedes Mal wieder eine neue Mundbatterie. Because every time you are creating a new oral battery. Es ist immer wieder eine andere Mundbatterie. Wir haben also nicht bloß eine Mundbatterie, So we're not dealing only with one oral battery, but sondern ganz viele. with a number of oral batteries. So the reason the readings are higher the second time is because you have a higher battery base. Base. Ja. Die Frage ist, der Grund, weshalb die zweiten Nummer zu hoch sind, weil die Batterie, was benutzt war, hat so viel Energie selbst gehabt. Also die Energie hier bei diesem Patienten zwischen Amalgam und Amalgam ist ebenso sehr hoch. You see the values of the oral battery in this patient between amalgam and amalgam is quite high Der Speichel ist ja immer der gleiche. because the saliva is the same. Das ist das Problem. Ich wollte Ihnen mit dieser Aufstellung nur zeigen, I wanted to give this example to show you only wie unterschiedlich Mundbatterien im gleichen Mund sein können. how different oral batteries can exist in the same environment. Ja, Okay, okay, so first in the back, okay? Yes. What level is considered acceptable? Oh, okay. one moment, ich bin Okay, noch nicht so weit. he'll come to that next one. That was my question. Okay, then now you want, When a partial is in the mouth, does he take the partial out first and do this test and then put it back in? And then take the test? Or does he leave the partial in from the very beginning? Ja, das ist eine gute Frage. Wir lassen
bei den ersten Messungen, That is a good question pertaining to the partial. We leave in the first set of measurements. wenn dieser Patient zum Beispiel eine Steilplatte hat, Let's assume this patient had a partial. dann nehmen wir zuerst die Steilplatte heraus We remove first the partial, und messen nur zuallererst zwischen dem festen Material. and we measure only between the attached materials. Dann aber, wenn diese Messungen durchgeführt And sind, then after we finish these measurements, dann geben wir die partielle Metallprothese hinein then we give the partial back, und messen alle anderen Füllungen nach und Metallarbeiten nach, die nicht mit dem Partial in Verbindung stehen. and then we measure again all of the fillings that are in contact with the partial, even those that do not contact partial as You well. want to use the partial as a base though, or do you enlarge the material? Yeah, the partial is on Ja, die kleine Elektrode auf das Partial und die andere wieder auf die anderen Füllungen, die frei sind von dem Partial. Yeah, so in this case, the small electrode is placed on the partial, and the active electrode then is used to check all the other fillings against the partial. And Okay. then another No. sequence again? Yeah, running again all the sequence. Okay, now Okay, when you have such a high reading on a filling like that, it seems to me that you should have also an indication at the distal end point when you take your readings, the meridian that goes across that tooth and the energetic charge should be affected. Is that true? als gesagt, wenn ein Zahn so hohe Energie hat, dann soll es ja auch die Energie Meridian auch irgendwie anpassen, der durch den Zahn geht. Das ist ja das Problem, was Dr. Wong in seiner nächsten Studie in Hawaii machen will. Okay, this is something, the problem that you now mentioned is something that Dr. Wong is going to address in his other seminar in Hawaii. Das ist aber nur möglich, wenn Zahnarzt mit solchen Messungen vertraut ist. This is, however, only possible if a dentist is quite well versed in measurements like these, Und wenn ein Arzt mithilft, and if a doctor will help him with that. der den Krankheitszustand des Patienten kennt und der Elektroakupunktur versteht. One who is familiar with the condition of the patient or health history and also knows about EAB. Let's not ask these questions on just a simple technique. Let's get into measuring it so we get it done. You can read about this. It's answered in the handout. It's a simple question. I thought that was pretty important coming from me. Well, I didn't mean to point you out. I didn't know to ask the question. But can we get on with the measurements? Okay. And then maybe your question will be answered as you observe us. Okay. Actually, the problem we face is we'd love to answer your questions, but we are working against time. There's still a lot that we want to show, and that's what... There's a lot of material that you should see. Yeah. So that's what, we don't know which way we're going to push here. Okay. Ich will Ihnen jetzt aber noch mal ganz andere Messungen zeigen. Okay, we want to show you still other measurements. Na, hier zum Beispiel bei diesen Patienten For example, with these patients, haben wir eine Goldkrone we have a gold crown, und hier haben wir nur Goldfüllungen. and here we have only gold restorations. Und da sehen Sie, da haben wir sehr niedrige Werte. And here you can notice that we have rather low values. Also eine sehr kleine Mundbatterie That is a rather small or weak oral battery, und wenig Störung dadurch für den and Patienten. consequently low disturbances for the patient. Nur eine Goldgussfüllung fällt heraus. There's only one gold casting that is rather that sticks out. Und wissen Sie, was hier passiert ist? And would you imagine what may have happened in this case? An dieser Goldgussfüllung hat der Techniker eine Notstelle angebracht, damit der Kontakt wieder gut wurde. In this particular casting, the technician applied a solder spot in order to increase the integrity of the contact. Während diese Goldgussfüllung Whereas the other gold fillings we must break the convention. okay. Das spricht immer. Während, also hier ist gelötet worden. So here we have solders. Ich liebe keine Konkurrenz. Hier
hier ist nicht gelötet worden. And there we didn't have any solder. Und Sie sehen also, dass Sie durch Mundbatteriemessung alleine den Techniker kontrollieren können, ob der Mist gebaut hat. And so you see the opportunity that you now have to actually examine the integrity of the work given by your technician, whether or not he messed you up. Und so gebe ich meine Goldarbeiten, die ich vom Labor bekomme, zuerst provisorisch in den Mund. So I subject every work that is returned to me from my laboratory technician. Dann messe ich nach mit dem Gerät. I place it temporarily in the mouth and I measure it with the instrument. Und wenn ich dann so hohe Werte bekomme, bekommt er die Arbeit zurück, denn dann hat er was falsch gemacht. And if that instrument indicates high values, that work goes back to the lab and has to be repeated. So können Sie also mit dem Gerät auch den Techniker mal endlich kontrollieren. And so now you have opportunity to check your technician with the use of that instrument. Das ist also auch ein Faktor, den wir berücksichtigen And so wollen. that is definitely a factor you should take into account. Nun haben Sie mit Recht gefragt, ein Kollege hat mit Recht gefragt, na, welche sind denn nun die Werte, die man tolerieren kann und welche nicht? Okay, and now to the question, what values are within limits, physiological limits, and which are not? Na, dazu muss ich Ihnen sagen, And here I will tell you, dass wir da nur Erfahrungswerte haben. and here we have only empirical values. Über diese Erfahrungswerte muss mit der Zeit immer noch mal wieder diskutiert werden. Because of these empirical values, as time goes on, there may be further discussions Aber wir on that sagen subject. zurzeit, But as it now stands, dass gerade noch zulässig ist, which is now tolerable, 60 Nanowatt-Sekunden. 60 nanoseconds, Wenn 3 Mikroampere nicht überschritten werden und 100 Millivolt. if 3 microamps is not exceeded, nor 100 millivolts is exceeded. Das war doch Ihre Frage. So that's in answer to your question. Also der wichtigste Wert ist aber Nanowatt-Sekunden. However, the most important value is 60 nanowatt seconds. Wenn also hier nur 40 Nanowatt-Sekunden wären If you have here 40 nanowatt seconds und hier 120 Millivolt, and here 120 millivolts, dann würde ich das noch zulassen. then I would say, hey, that's acceptable. Wenn aber hier wären beispielsweise 100 Nanowatt-Sekunden But if we had 100 here und hier 2 Mikroampere and here 2 microamps und hier nur 50 Millivolt, and here 50 millivolts, dann würde ich das nicht zulassen. then I would not accept that. Das ist ja die Begründung für Ja. diese ganze Geschichte. And that's the criteria for this part. Nun vielleicht noch eine Zusammenstellung, die Sie interessiert. And now perhaps another thing that may interest you, Ein statistics. unbefreundeter Kollege hat solche Messungen mit dem Gerät mal statistisch A zusammengestellt. colleague of mine has done some statistics on an instrument like that, Und er hatte bei seinen Patienten, das ist aber eine ausgesprochene Kassenpraxis, and he measured on his patients, which were mainly insurance patients, hat er nur 34% der Patienten unter 100 Nanowatt-Sekunden he gehabt. discovered 34% of patients who were under 100 nanowatt seconds, Und alle anderen waren darüber. and everyone else was above it. Sie sehen also, bei uns in Deutschland in der Sozialpraxis haben wir noch viel gut zu machen. And so you see, at least in Germany, in the insurance business, we have a lot that can be corrected. So wie Sie mit Ihrer Ernährung. Perhaps like you guys with your nutrition. So, Okay, digital test, yes, next, or what? nein, jetzt kommt noch ein wichtiges Programm. Okay, we have Wir haben an bisher addition. nur über die Mundbatterie gesprochen, Up to this point, we spoke about oral batteries, und zwar über diese Art and Mundbatterie. then it's only about this form of battery. Nun gibt es noch ein Problem. However, there is really a bigger problem than that, Na, wir haben nämlich noch eine zweite mögliche Mundbatterie. because there is really a second oral battery that is there, Und das ist diese Mundbatterie, die wir schematisch dargestellt haben. and this is the oral battery that in the schematic drawing is demonstrated to you. And that is the, Aber da wir ja keine Techniker sind, habe ich sie mal anders dargestellt. but since we're not technicians, I am going to show you and illustrate that to you in a different way. Und so, das sieht dann so aus. And this is what it looks like.
Wir haben bisher nur diese Mundbatterie besprochen. Up to this point, we have discussed the oral battery that is filling saliva to filling, Wo der Elektrolyt der Speichel ist. which then the electrolyte is the saliva. Wenn Sie jetzt aber hier zum Beispiel eine Amalgamfüllung haben ohne Unterfüllung, However, if you have an amalgam filling here without a base, dann fließt auch ein Strom über Dentin, Pulper und Kieferknochen. current then is allowed to flow also via the route of dentin, the perineal ligament, and also the bone. Und da fließt wiederum ein Strom, weil ja die Gewebsflüssigkeit auch ein Elektrolyt ist. So here we also have flow of current, and the reason is because the extracellular liquid forms the other part of the electrolyte. Und über diese Mundbatterie müssen wir diskutieren. And now I want to address my comments to this oral battery. Wenn das unedle Metalle sind hier aus dem Amalgam, When these restorations are non-precious metals, dann fließen nicht nur Elektronen hier durch, which is such an amalgam, then we have a flow electron not only there, sondern dann wird dieses Amalgam angelöst, es fließen Ionen, then the amalgam is actually dissolved and you have an ion flow, also elektrisch geladene Metallteilchen. that is electrically charged metallic ions, Und zwar Quecksilber-Ionen, such as mercury ions, Silberionen, silver ions, Zink und Zinkionen zinc and tin, as well as copper ions, und Kupferionen. Und die fließen jetzt hier in den Körper hinein. and they are allowed to flow into the tissue, body tissues. Diese Speichelmundbatterie hier oben, And the saliva battery on top die hat den Speichel verändert has now changed the saliva und beeinflusst so die Verdauung and can influence consequently the digestion. und beeinflusst außerdem durch die Impulse das Nervensystem. And because of its impulses can alter the function of the nervous system. Aber diese Mundbatterie, However, this oral battery die treibt Ionen in den Organismus hinein. is forcing metallic ions into the tissues of the organism. Und wenn Sie nun dran denken, And if you now consider was wir bisher über das Grundsystem gesagt haben, what we have considered concerning the basic regulatory system of Fischinger, dann gehen über diesen Weg then you have, using this route, Ionen auch durch das Grundsystem. ions are actually now participating in the function of the basic regulatory system. Und dann sehen Sie, dass über diese Strombildung durch die Körperflüssigkeit das Grundsystem irritiert wird. And so because of that extracellular liquid, the regulatory system is being irritated. Und hier wird nicht nur die innere Funktion des Grundsystems gestört, And here not only the inner function of the system is disturbed, sondern auch das autonome but Nervensystem, also the autonomic nervous system, außerdem das your Kreislaufsystem circulatory system, und the der Lymphabfluss. lymphatic system, and drainage. Und zwar durch unedle Ionen. And that is because of the non-precious metal ions. Und das ist das Wesentliche, was man bisher nicht beachtet hat. And this is something that was totally ignored up to this point. Aber Sie werden verstehen, dass die Beeinflussung des Grundsystems hier But you will understand that the influence on the basic regulatory system here, bei einer solch starken Mundbatterie, wie Sie hier gesehen on the haben, oral battery with as much power as this one has, sehr viel stärker ist, als wenn nur so eine schwache is Mundbatterie considerably arbeitet. more forceful than one that is displayed here. Und wir können nun indirekt nur erkennen, wie das Grundsystem gestört wird durch diese Messung. And so you see, only in an indirect way can we suspect how the basic regulatory system can be disturbed at this point. Und das sollten Sie sich bitte merken. And please do keep this in mind. Nun werden Sie sagen, welche Störungen entstehen auf diesem Wege. And so you may ask, well, which disturbances are placed on this route? Das hängt einmal von der Stärke der Batterie ab. And this, of course, depends on the power of the battery. Das hängt aber auch von der Beschaffenheit des Grundsystems. And this also depends very much on the constituency or the makeup of the regulatory system. Denn wenn dieses Grundsystem schon vorgeschädigt ist, Because if this regulatory system has been damaged previously, dann macht diese neue Amalgamfüllung, die vielleicht hier hineinkommt,
dem Grundsystem gerade den letzten Rest. And so it is quite possible that the recently placed amalgam filling may be the last straw for that already thick basic regulatory system. Und das ist dann wird der Patient durch das Amalgam direkt krank, so meint jedenfalls der Patient. And that is why it is possible for the patient to become directly sick by having an amalgam filling placed. Und so kann ich gleich weitergehen zur Sanierung einer Mundwasser. And now I can continue here and also focus on the problem of cleaning out this oral battery. Wenn Sie nämlich diese Amalgamfüllung entfernen, You see, if you remove this amalgam restoration, dann hört diese Mundbatterie auf. then the oral battery comes to a stop. Es gehen keine Ionen mehr. Now you no longer have ions being driven into the basic ground system, Und dann hoffen Sie natürlich, dass dann dieses Grundsystem wieder gesund wird und der Patient auch gesund wird. and so you then suspect that this basic regulatory system can improve and the patient consequently will also improve. Wenn dieses Grundsystem noch relativ in Ordnung ist, If this basic regulatory system is still in fairly good condition, wird durch Entfernung des Amalgams der Patient tatsächlich wieder in eine bessere Gesundheit then in kommen. removing that restoration, the patient will actually and really improve. Wenn aber dieses Grundsystem ohnehin schon nicht mehr But funktioniert, if this basic regulatory system was already previously damaged, dann nützt diese Entfernung des Amalgams auch nichts mehr, um zu erkennen, dass der Patient besser wird. then removing that restoration may not contribute greatly to the improvement of that patient's health. Sehen Sie, und da kommen wir wieder zur Schulmedizin. And so here we approach again the school medicine. Die sagen, wir haben bei manchen Patienten Amalgam entfernt, We have on some patients removed the amalgam aber das hat gar nichts geholfen. and it didn't help at all. Ja, wenn wir die Amalgamentfernung zu spät machen, When we remove this amalgam restoration too late, wenn das Grundsystem schon kaputt ist, in case the basic regulatory system has already been damaged, dann kann es tatsächlich nicht mehr. then you can expect that it will not help. Also Sie sehen, Sie können nicht nur alleine die Messung mit diesem Gerät machen, So you see, it is not possible to make those measurements only with this instrument here, und dann sagen, so, ich entferne das Amalgam und dann wirst du wieder gesund. and then one can say, okay, now I will remove the amalgam and then you will become healthy. Nein, Sie müssen auch das Grundsystem berücksichtigen. But you also have to really give consideration to the health of the basic regulatory system, Wie Sie das zum Beispiel mit dem Leukozytentest machen as können. we have already demonstrated to you with the ability of using the leukocyte test for that. Wenn Sie sehen, dass im Leukozytentest noch eine relativ gute Abwehr vorhanden If ist, you can see by using the leukocyte test that the body still possesses a rather healthy reaction capability, dann wird die Amalgamentfernung helfen. then the amalgam removal will be very helpful. Und wenn zum Beispiel eine Blockade im Leukozytentest ist, However, if you have a blockage in the leukocyte test demonstrates, dann wird das nicht so viel bringen, wie Sie gern möchten. then you will not have the results that you actually expect. Ich würde es dann trotzdem machen, I would still continue and do that weil man mit anderen Methoden vielleicht das Grundsystem zusätzlich regenerieren kann. because we have other methods available which can help us to stimulate the basic regulatory system. Und dann hilft natürlich die Amalgamentfernung auch nicht. And so you see the removal of amalgams will then contribute greatly to improvement of health. Dr. Wong, ich glaube, hier liegt das Hauptproblem Ihres Versuches. And Dr. Wong, I suspect that it could be that here is the main problem in the research that you are attempting. Wenn also ein Patient schon abgesagt ist, nützt alles das nichts mehr. So you see, if a patient is already greatly compromised, I don't know how much it will help. Wenn Sie zum Beispiel einen jungen Patienten haben, wo das Abwehrsystem noch funktioniert, If you have a young patient who has a very healthy functioning regulatory system, dann ist die Mundbatteriesanierung eine feine Sache. then removing the oral battery is really a great thing. Ich glaube, dass ich auf dieses Problem ganz besonders hinweisen muss. And so I would like to point to this problem especially, have a special emphasis on this. Dann,
Na, ich wollte jetzt nur hierzu noch sagen, I only wanted to add to this problem, dieses ganze Problem abzuklären, in order to explain this problem, haben wir nur die Möglichkeit, die Mundbatterie elektrisch zu messen we have only here the capability of checking our battery electrically und zum Beispiel mit dem Leukozytentest ins Grundsystem hineinzuschauen. and should have the capability of looking into the function of the basic regulatory system by using the leukocyte test. Mehr können wir nichts machen. And of course more we can't do. Ja? Es gibt noch eine Möglichkeit, There is still another possibility, wie man die Störung durch eine Mundbatterie, insbesondere durch Amalgam, klären kann. another possibility how one can perhaps deal with a disturbance because of oral amalgam or oral battery. Das ist die Elektroakupunktur. And that is the electroacupuncture. Mit der Elektroakupunktur können Sie eine Übersichtsmessung machen an, sagen wir mal, allen 40 Nagelbett-Winkelpunkten. With that method, you could get an overview measurement on all 40 endpoints, measurement points. Also alle 40 Nagelbett-Winkelpunkte durchmessen. All 40 fingernail points, measure all those through. Und so mache ich in meiner Praxis. So this is what I do in my practice. Und dann gleiche ich diese ganzen 6 Kiefermesspunkte aus And then I equalize, balance the 6 gel points mit potenziertem with Silberamalgam. potentized silver amalgam. Das ist möglich. This is possible. Und dann messe ich alle 40 Kiefermesspunkte noch einmal durch. And then I measure again all the 40 points. Und dann sehen Sie, bei welchen Meridianen die Werte besser werden. And then you will see which meridians have improved values. Und dann sehen Sie, wohin das Amalgam bei diesen Patienten wirkt und das Grundsystem stört. This will give you a possibility to see in which direction the amalgam exerts its remote function and which may help Also in dealing with that. das kann man ohne weiteres machen. And of course this one can certainly perform. Ja, aber das ist nun wieder ein eigenes Verfahren. However, this is a reference totally of its own character. Darf ich nur noch mal im Prinzip erwähnen, wie ich das zu Hause mache? Principally, I may mention to you how I do that at home. Ich messe also alle 40 Nagelbett-Winkelpunkte durch. I measure all 40 points on fingers and Ich gleiche alle Kiefermesspunkte, wo Amalgam vorhanden ist, mit potenziertem Silberamalgam and aus. also on the jaw points in areas where amalgam is present, and I balance it with potentized amalgam. Und das geht meistens mit potenziertem Silberamalgam, This works quite well with potentized silver amalgam. D6, D8, D10 und D12. With concentrations of D6, D8, D10, and 12. An diesen Punkten gemessen. That is on the jaw points. Und dann gehen wir her